MLA bzw. Autodubbing wird nach und nach ausgerollt. Wir hatten letzte Woche bereits drüber gesprochen. Die Timeline steht auch noch. Ich bin leider hart enttäuscht, denn unser geschätzter Kollege Mark Molter, der hat es bereits testen dürfen. Es klingt leider super monoton. Es ist eine schlechte Übersetzung und naja, es gibt nach wie vor keine Antwort von YouTube darauf, warum man Zuschauenden nicht einfach mehr Optionen lässt und diese Optionen auch speichert. Das heißt, es wird nach wie vor dieses automatisierte System zur Spracherkennung eingesetzt. Die Faktoren dazu hatte ich letzte Woche ja schon angerissen. Und die Probleme beim Mischkonsum zwischen deutschen und englischen Inhalten führen halt immer dazu, dass manchmal eine falsche Sprachauswahl getroffen wird. Und das ist dann, ich sag mal, unangenehm für alle Beteiligten. Vor allem, wenn die Autodubbing-Sprache halt so katastrophal ist. Gut. Der gute Marc hat uns aber erlaubt, dass wir mal kurz reinhören dürfen. Deswegen machen wir das auch eben. Das ist jetzt ein original deutsches Video, was dann auf Englisch gedubbt wurde. Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video starte ich einen Mehrteiler, denn hier dieses Video series because this video is once again all about modernizing my heating system. Das ist alles nicht überzeugend und ich finde es ein Unding, dass man einigermaßen gute Dub-Alternativen, wie zum Beispiel HeyGen oder ähnliche Anbieter, nicht selber hinzufügen kann, sondern praktisch aktuell gezwungen ist, diese, ja, nennen wir es beim Namen, monotone Scheiße zu nutzen. Ne? Es kann doch nicht sein. Und im Zweifelsfall überlegt euch zweimal, ob ihr eure Inhalte dann auch mit so einer katastrophalen KI-Übersetzung anbieten wollt oder nicht. Ne? Und wir können da gerne auch nochmal im Community-Tab eine Umfrage zu machen. Aber ich bin der Meinung, vielleicht ist es besser, wenn man da noch ein bisschen wartet, bis man selber Sprachspuren hinzufügen kann und sich dann darum kümmert, dass diese Sprachspuren auch vernünftig klingen. Auch wenn das heißt, man setzt vielleicht einen Obolus ein. Ja? Kostet ja was, wenn man irgendwelche Drittanbieterprogramme nutzt. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall sinnvoller und besser als das, was YouTube gerade produziert hier. Gut. Okay, machen wir weiter mit erfreulichen Nachrichten. Ein bisschen wieder die Stimmung heben. Team YouTube hat durchblicken lassen, dass die langen Shorts jetzt Anfang Dezember endlich im YouTube Studio auf der Kanalseite und im Abo-Feed richtig angezeigt werden sollen. Ist natürlich eine sinnvolle Sache. Bisher ist es ja so, dass die langen Shorts nach wie vor irgendwie als Videos aufploppen, obwohl sie eigentlich schon als Shorts kategorisiert sind. Ganz schreckliche Geschichte. Wird jetzt Anfang Dezember besser, dann wird es endlich richtig angezeigt und das ist ja auch schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Habt ihr schon lange Shorts produziert, ausprobiert? Lasst es mich gerne wissen. Wie gesagt, würde mich nicht wundern, wenn die katastrophal performen, weil aktuell, wie gesagt, noch nicht im Shorts-Feed verfügbar und so weiter und so fort. Wie gesagt, ganz schlimme Geschichte. Gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Gut. Dann, wir hatten bereits in den letzten Wochen darüber gesprochen, dass es eine Erinnerung an anstehende Livestreams im Shorts-Feed geben wird. Und das ist jetzt tatsächlich auch auf 100% ausgerollt worden. Da gab es auch einen Tweet zu von Team YouTube. Finde ich eine ganz nette Geschichte. Wenn ihr sowieso Clips veröffentlicht auf YouTube Shorts, dann ist es natürlich auch sinnvoll, sich mal mit YouTube Live auseinanderzusetzen. Denn, wie gesagt, wenn ihr viele Shorts habt, die vielleicht auch gut performen, dann wird euer Livestream entsprechend da auch vorgeschlagen, wenn ihr den vorher plant. Sinnvolle Geschichte meiner Meinung nach. Und wenn ihr Fragen habt, wie man überhaupt mit YouTube Live anfängt oder so, gerne damit in die Kommentare. Ich sammle gerade für ein Video. Ne? Dann können wir auch mal so ein paar Mythen bestätigen oder widerlegen. Da hätte ich Bock drauf. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf eure Zuschriften. Bleiben wir bei den vertikalen Livestreams, beziehungsweise im Shorts-Feed sozusagen, aber gehen zu den vertikalen Livestreams rüber. Und da kommen in den kommenden Wochen die sogenannten YouTube-Juwelen bzw. Jewels an. Leider nur für US-Creator, das heißt, hört es euch trotzdem an, denn eventuell kommt der ganze Kram ja dann irgendwann auch zu uns und vielleicht können wir jetzt schon Learnings daraus ziehen, was wir denn eigentlich damit machen wollen. Also, kurze Wiederholung, Jewels sind eine digitale Währung, die von Zuschauern in Paketen gekauft werden kann. Das heißt, diese Pakete haben, die Gamer unter euch kennen das, wenn man irgendwo eine digitale Währung hat, für 1000 Juwelen kann man dann irgendwie 8,99 zahlen und kriegt dann so ein paar extra und je mehr man ausgibt, desto mehr extra bekommt man. Deswegen der genaue Preis von Juwelen variiert halt, je nachdem welches Bundle man kauft. Soweit so gut, beziehungsweise so schlecht. Mikrotransaktionen immer ganz schwieriges Thema. Juwelen können ausschließlich in vertikalen Livestreams für sogenannte Geschenke oder im Englischen Gifts eingetauscht werden. Diese Gifts haben einen festen Rubinwert. Das heißt, wir müssen, wenn wir über Jewels reden, müssen wir 3 Begriffe immer auseinanderhalten. Das sind einmal die Juwelen, das ist das, was der Nutzer kauft. Es gibt das Gift, das Geschenk, was Juwelen kostet und dem Creator Rubine gibt. Und es gibt die Rubine, die an den Creator ausgezahlt werden,
mit einer fixen Rate, das heißt, ein Rubin ist 1 Cent. Soweit alle verstanden? Wunderbar. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich erkläre das auch gerne nochmal oder anders bildlich. Wir gucken einfach, wie es läuft. Gut, also, diese Rubine werden halt zu euren Einnahmen gezählt. 1 Cent pro Rubin. Leider ist nicht bekannt, wie viel Joules letztendlich diese Gifts kosten. Das heißt, das werde ich natürlich meine Spione im englischen Markt bzw. im amerikanischen Markt mal aussenden, dass wir vielleicht mal eine Übersicht bekommen, wie diese Bundles aufgeteilt sind, wie viel so ein Bundle kostet, wie die Umrechnung zwischen den einzelnen, also Geschenken von Joules zu Geschenk, von Geschenk zu Rubin ist und dann vielleicht mal eine Liste machen, was sinnvoll ist, was man vielleicht ausgeben kann, damit möglichst viel beim Creator ankommt. Ja, ich glaube, das ist eine sinnvolle Sache, wenn man das mal aufdröselt. Gut, dann, um überhaupt diese Joules nutzen zu können, wie gesagt, US Creator Only, das heißt noch nicht in Deutschland, aber schon mal Vorwarnung, damit ihr wisst, wie das später funktioniert. Es gibt ein neues Modul in der YouTube-Partnerschaftsseite, beziehungsweise auf der Monetarisierungsseite, das nennt sich das sogenannte VI-Modul, Virtual Items, also digitale Gegenstände. Das ist, glaube ich, der deutsche naheliegendste Begriff hier. Gut, findet ihr an gleicher Stelle, wo auch das Fanfunding ist, also die Mitgliedschaften, die Superchats und so weiter und so fort und natürlich auch die Shorts-Ads. Das ist alles in diesem Monetarisierungsbereich. Klickt ihr auf meine Agreements anzeigen, meine Verträge anzeigen und da ist halt dann auch dieses Virtual Items Modul enthalten. Müsst ihr unterschreiben, sonst könnt ihr den Kram nicht nutzen. Und ganz wichtig, wenn ihr die Juwelen aktiviert, also diese Juwelen-Geschenk-Kombination, dann werden die Super Sticker deaktiviert. Das heißt, ihr könnt entweder das eine oder das andere nutzen, nicht beides gleichzeitig. Dann sind wir mal ganz ehrlich, Super Sticker ist jetzt auch nicht der Super Burner. Ne? Also ich mache da keinen Hehl draus. Jemand, der einen Super Sticker sendet, der kann auch einen Super Chat senden und mit dem Super Chat halt auch mit dem Creator anders interagieren, als einfach einen Super Sticker zu senden. Persönlich finde ich Super Chats wesentlich angenehmer als Creator, als ein Super Sticker. Weil ein Super Sticker ist einfach da. Der macht nichts. Und ich möchte ja Interaktion haben mit der Person, die mir da was schickt. Das ist meine Meinung. Wie seht ihr das? Könnte natürlich auch anders aussehen. Gut, okay. Alle Infos dazu, zu diesem Launch, habe ich nochmal unten in die Videobeschreibung gepackt. Da ist auch nochmal ein Link zum Forum-Post von YouTube. Und Termine, wann diese Funktion über die USA hinaus verfügbar sein wird, erfahrt ihr natürlich hier auf diesem Kanal. Deswegen jetzt ein Abo dalassen. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu weiteren YouTube-News. Bis dahin macht's gut und haut rein.